Wir haben jetzt neues Layout für die Reactions. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen nicer aussieht. Ihr könnt ja auch gerne in die YouTube-Kommentare das schreiben, wenn es irgendwie blöd ausschauen sollte oder ich zu viel überdecke oder vielleicht sogar die Cam größer gewünscht wird. Sagt es mir bitte gerne. Ansonsten gucken wir uns jetzt gemeinsam Wish Outdoor 2025, die Endschau vom Sonntag an. Wir haben jetzt von Wish Outdoor die Samstag-Endschau geguckt, richtig? Das heißt, ein weiterer Tag, ein neues Glück. Oh, blau. Ladies and gentlemen, welcome to the ultimate attraction, So. the Capo di Tutti roller coasters. I present to you the Machine of Mayhem. Ist das ein Fiebertraum dort immer? Mayhem. We seem to be having some technical difficulties. The Machine of Mayhem. The best ride in town. Besides your mom. Is Bitte? this some kind of joke? Who is this? That's enough of you. Time for a little fun. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Ersteller dieses ganzen Konzeptes hat gerade Selbstgespräche geführt und hat irgendwie aufgrund von, ich weiß nicht, einem Drogentrip, die er oder sie gefahren ist, einfach mal irgendwie einen inneren Monolog anhand dieser ganzen Show dargestellt. Tonight, I am in charge of the control room. Wow, that's a lot of buttons. Let's see how this works. Ich meine, er kann auch gerne mal an meinem Knöpfchen drücken. Nein, Spaß. Whoopsie. Da würde bei mir auch ein richtiges Feuerwerk starten. Nein. Okay, jetzt reicht's. Here we go. Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu? Jo, was passiert da? Also, ich muss sagen, die Samstag-Endshow war ja schon ein ziemlicher Fiebertraum, aber es hatte irgendwie gefühlt noch Hände und Füße. Ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Irgendwie, ich bin gerade so überfordert mit dem Thema. Irgendwie switcht es von deine Mutterwitze zu irgendwelche Knöpfchen drücken, zu irgendwelche Rumgetrolle. Was? Sind wir jetzt auf dem Ballermann gelandet? I think I'm getting the hang of this. But are you? Let me see Was? what you got. Aber wie cool. Warte mal, ich muss mal ganz kurz zurückspulen, wie der das gemacht hat mit den Lichtern. Das ist sehr cool gemacht. Ich bin sehr begeistert. But are you? Das ist sehr nice. Es sieht ein bisschen aus, als wäre es so ein After-Effekt von dem Aftermovie. See what you got. Sehr cool. Time for a little warming up. I've brought some friends to help you. Hit me, baby, one more time. Yes, yes. My finger is on the button. Let's go. Was passiert da? Also ich kann nicht mal die Storyline verfolgen. Gibt es da überhaupt eine Storyline? Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie eine komplette Geschichte erzählt. Irgendwie passiert da so viel. Doch, ich kenne den Track, oder? In this song, we're gonna train you to step up the game and become an OG raver. Doch, ich kenne den Track. Woher kenne ich den? Now it's time to follow the instructions. First, use your voice. Are you ready? Here comes the first challenge. Step 1, sing it. La 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 la.
wirklich Hammer-Track. Oh my God. Das lief schon in anderen Shows. Amazing. We love your energy. Keep it up. For the second round, the holy madness will guide you into a state of ecstasy. Step 2. Raise Schon your ein Banger. Das ist schon ein Banger-Track. Nailed it. We are halfway there. Let's go a bit harder, shall we? Harder muss ich nicht unbedingt. It's time for the running dance. Let's go. Aber bei dem Track ist es wirklich noch eine sehr angenehme Sache. Ich glaube, jetzt kommt eine Passage, die scheiße wird. Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt so eine richtig basslastige Passage, die die Melodie so ein bisschen verliert, aber vielleicht kommt die gleich noch. Irgendwie dunkle Vorahnung. For the final part, put your Air Max on, and it's time for some old school dance. Here we go. Let's pack it. Das ist schon ein sehr nicer Track. Clap on. Wo magst du den mal requesten, Dennis, irgendwann später, wenn wir wieder Spotify laufen haben, dann kann ich ihm meine Playlist hinzufügen. You completed the challenge. You're Der macht officially Bock. an OG Raver. Boah, ich glaube, das wäre ein Song, der im Gym gut hittet. Ich glaube, das wäre ein richtig guter Fitnessstudio-Song. So, während du gerade irgendwie das letzte Set probierst zu machen und denkst, boah, ich kann eigentlich nicht mehr. Und dann hörst du das Song, denkst, ja, jetzt noch eine Wiederholung. Ich schaff das. Are you ready to crank it up a notch? Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit. Ach, das war jetzt holländisch. Das war jetzt aber auch ein inhaltlicher Switch. Bei dem Festival machen die es aber sehr smart, dass die Tracks durch eine kleine Storyline quasi switchen, weil dann klar wird, dass quasi die Person, Anführungszeichen, die zwischendurch immer zu hören ist, einfach ein bisschen rumspielt und immer mal wieder Tracks wechselt. Bei anderen Endshows wechselt es ja manchmal zwischen Songs sehr radikal. Auf einmal hast du kurz Stille und dann geht es irgendwie von einem richtigen Dance-Song in auf einmal sehr sentimentale, epische Songrichtungen. Ich mich manchmal frage, okay, schon sehr, sehr krasser Switch jetzt gerade gewesen. Aber der Track finde ich jetzt ein bisschen lame. Boah, diese Lichteffekte, ne? Junge. Opgepast. Blijven zitten alstublieft. What the fuck? Junge. Das ist ein bisschen doll. Aber ich muss sagen, ich finde die Crowd bei Wish irgendwie so ein bisschen, weiß ich ja nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so da wirkt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Crowd von Wish, ja, die gucken sich gerade gefühlt ein Theaterstück an. So, die sitzen da, stehen da, gucken irgendwie nach vorne, unterhalten sich. Es wirkt irgendwie gar nicht wie so eine Gruppe an Menschen, die einfach gerade Party machen, abfeiern und richtig Lust und Laune haben.
Ist auch ein nicer Track, also die Melodie von dem Track. Das ist ein nicer Track. Die melodischen Kicks fühle ich langsam. Also ich merke, dass ich immer mehr so diese etwas höheren Kokosnuss-Kicks, nenne ich es jetzt mal, die so ein bisschen hohler klingen, wenn die mit der Melodie abgestimmt sind, dass ich die mittlerweile sogar relativ gut fühle. Die habe ich ja ganz früher auch furchtbar gefunden. Die finde ich sehr angenehm mittlerweile. Was ich immer noch nicht mag, sind die tiefen Kicks, die oft sehr alleine kommen, ohne dass die Melodie noch im Hintergrund ist und wenn es sehr schrill wird oder irgendwie so super halt off ist. Verstehe ich, dass man da erstmal reinkommen muss. Hat, glaube ich, jeder durch. Boah, mich würde mal interessieren, von den Leuten, die vielleicht jetzt auch auf YouTube zuschauen, kommentiert gerne mal alle, wer von euch gebraucht hat bei Hardstyle, bis es sich nice angehört hat, wenn es so diese sehr harten Passagen waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten davon alles erstmal scheiße fanden, sondern ja, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass man irgendwann sagt, ach, jetzt finde ich es auf einmal richtig geil. Am Anfang habe ich es sehr gehasst. Ich check das nicht, wie das passieren soll. Das ist ja nicht so, wenn ich Blumenkohl hasse und je mehr Blumenkohl ich esse, irgendwann mag ich Blumenkohl. Das funktioniert ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals an diese sehr harten Kicks gewöhne. Also ich weiß es nicht. Also vielleicht auch doch. Ich lasse mich jetzt mittlerweile ja auch mehr drauf ein, weil ich es jetzt auch ein bisschen mehr auseinander analysiere, die Songs. Und dadurch wahrscheinlich gefällt es. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es mir besser gefällt, als da, wo ich es nur gehört habe und einfach nur, okay, es ist halt Schreigeräusche. Deswegen lasse ich mich ja auch deutlich mehr ein. Dadurch gefällt es mir dann irgendwann ja auch, weil ich dann irgendwann auch Lieder wiedererkenne. Aber ich weiß ja nicht. Warum ist das so, dass man, wenn man mehrmals irgendwelche Störgeräusche hört, irgendwann denkt, oh, jetzt finde ich es geil. Jetzt höre ich gerne bei einer Baustelle zu, die richtig laute Störgeräusche macht und denkt, das ist richtig musikalisches Meisterwerk, du. Es ist so wie Kaffee. Am Anfang mag man nur mit 10 Kilogramm Zucker und am Ende trinkt man den schwarz. Boah, ich glaube, auch bei Kaffee werde ich niemals komplett schwarz trinken. Und auch Bier verstehe ich immer noch nicht. Ich persönlich kenne kaum jemanden, der nicht mit EDM rein ist, weil Hardstyle halt so hart ist und später dann mehr reinkommt. Ob und wie tief man geht, ist dann nochmal eine andere Sache. Ich frage mich halt, wie man dazu kommt. Also, wie das jetzt andere Menschen machen, die jetzt nicht auf YouTube/Twitch sich mit Leuten dahinsetzen, um Festival-Videos anzuschauen. Wie kommt man in die Hardstyle-Szene rein, wenn es am Anfang scheiße klingt und man sich ja dann gar nicht mit der Materie beschäftigt? Also, wenn ich jetzt nicht mit euch die Festival-Videos reacten würde, würde ich mich mit Hardstyle gar nicht auseinandersetzen, sondern wäre ich halt, okay, gut, das finde ich anstrengend, nervt mich, bitte skippen. Guck, das ist doch ganz nett. Weißt du, das ist doch mal ganz nett hier, zur Abwechslung. Jetzt mit einem schönen Feuerzeug. Not quite the roller coaster I expected. Why so serious? What else do we have? Ooh, a big shiny red button. Bei dem muss ich an, war das von den Pinguinen von Madagaskar? Afro-Zirkus, war das irgendwie das? Muss ich daran denken? Ooh, a big shiny red button. Do not press this button. You don't see that every day. Guess what?
komplett, Bernie. Viel Spaß, Bernie. See Daisy! Oha, das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja richtig toll gemacht mit den seitlichen Beleuchtungen hier. Das kenne ich jetzt auch noch von keinem anderen Festival. Ich frage mich, wie das aussieht, wenn du innen drin bist. Ob du halt einfach nur die Farbe dann spürst, die gerade da ist. Oder ob du auch siehst, dass die anderen so eine krass andere Farbe haben. Aber es sieht von oben sehr geil aus. Okay, da sieht man es so stark. This goes out to all my aliens in the nation. Aliens on acid. Das ist auch ein schöner Track. Hat sowas Fantastisches. Houston, we have a problem. Oh, ich glaube, da wird es gleich richtig hart, oder? Oh ne, es geht. Es geht! Der ist cool. Der wirkt jetzt wie ein Track, der das Potenzial hat, dich gleich richtig zu vernichten, wenn der Drop kommt. Ich weiß nicht, ob der Originaltrack, weil die werden ja hier so ein bisschen gemashupt, glaube ich, dass der im Originaltrack vielleicht so dann irgendwann bei dieser Drop-Stelle das richtig hart werden kann. So finde ich es sehr angenehm. Bisher alles sehr angenehm. Ja, es ist wirklich nicht hart. Also es ist hart, aber es ist nicht zu hart. Die Melodie bleibt erhalten. Das ist sehr nice. Holy shit! This machine is awesome! What does this button do? This was a Wish Outdoor Softer Hardstyle, Festival ja. production. Ja, genau. Melodischer Hardstyle. Ich nenne es einfach der melodische Hardstyle. Wenn die keine Stellen haben, wo irgendwie nur Störgeräusche sind, ohne dass die Melodie dabei behalten bleibt. Das ist Schmutz für mich. Das hasse ich. Das würde ich überall gerne rauscutten. Aber alles andere, wenn das noch die Melodie da ist und dann so irgendwelche Kokosnuss-Sounds drüber gelegt werden, irgendwelche Kicks da drüber gelegt werden, dann ist es cool. Dann mag ich es sehr gerne. This was a Wish Outdoor Festival production. And remember, Waren das gerade Zack-Kicks, diese mittelhohen Kokosnuss-Sounds? have a safe trip home. And remember, make every The best day, blah, blah, blah. Boring! I've got a way better message from my dear friends. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen, nooit een keer getreurd. Was zur Hölle? Problemen, groot of klein. Bedenk altijd naar regen, komt weer zonneschijn. Was passiert da? Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Playtime's over. It was fun while it lasted.
But all good things come to an end. So let's go out with a bang. Peek-a-boom! Pickaboom. Oha! Der Track ist so geil. Oh, ich liebe den Track. Ein sehr, sehr nicer Abschlusstrack. Sorry, ist kurz Pixelcam wegen Kanalpunkten. Aber sehr, sehr geiler Track. Bye-bye! Wow! So hübsch. Ey, Wish ist einfach so ein absoluter Fiebertraum, muss ich schon einfach sagen. Absoluter Fiebertraum. Ist sehr cool. Also der Mix-Up ist sehr nice. Es wäre mir vielleicht sogar zu doll. Also es ist fast zu doll vom Wechsel, der Bad der Gefühle. Und irgendwie habe ich die Storyline nicht so ganz mitverfolgen können. Aber es war trotzdem sehr cool.